Wir waren ja letztens in Thailand und da haben wir natürlich auch Streetfood gegessen. Und eines der besten Streetfoods in Thailand ist hier der Fisch vom Grill. Er wird nicht ganz wie in Thailand, weil der wird zum Beispiel mit Zitronengras gefüllt. Das habe ich jetzt nicht, aber ich habe frisch gepflückte Zitronenblätter von unserem Baum. Schmeckt ein bisschen anders, aber schmeckt trotzdem super lecker. Und ich zeige euch einmal, was wir dafür brauchen. Also ich sage die Menge am besten pro Person, weil ich habe 2 Fische. Pro Person dann 200 Gramm Salz, ungefähr 1 Esslöffel Mehl, ein bisschen Wasser und Zitronengras oder Zitronenblätter. Ich glaube, ihr in Deutschland habt eher Zitronengras aus dem Supermarkt als Zitronenblätter. Das wird schön in so einer Salzkruste, ja, der wird da drin eingelegt und dann auf den Grill gepackt. Dann zeige ich euch nämlich gleich auch noch mal eine tolle Sache von meinem neuen Grill. Das ist nämlich hier das Rost. Das ist, ja, das ist mit Strom. Ich glaube, ich lasse den Strom aber heute aus. Aber eine Runde für euch zeige ich euch trotzdem dann. Also, eigentlich müsst ihr nur das Salz mit dem Mehl mischen. Ich hatte den einmal, weil wir waren wirklich in Thailand so begeistert davon, habe ich den einmal ausprobiert und das hat auf Anhieb geklappt. Also das ist Wahnsinn. Das ist so ein simples Rezept und so geil. So, dann vermischt ihr das einfach nur. Jetzt müsst ihr nur ein bisschen aufpassen. Ich mache das jetzt mal mit meinen Händen. Ihr braucht ungefähr so viel Wasser, dass das nachher so eine Konsistenz von ja, vom nassen Sand hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das kann ich schwer erklären, das seht ihr. Werdet ihr wahrscheinlich sehen. Das muss halt so zusammenbleiben, aber trotzdem wie dieser kinetische Sand eigentlich. Deswegen Milliliteranzahl kann ich jetzt auch schlecht sagen, weil jedes Salz nimmt dann auch anders auf. Wahrscheinlich, denke ich jetzt mal so. Hier, ein Klumpen und so geht's. So. Dann nehmen wir uns die Fische. Wir haben jetzt hier, dadurch, dass wir hier nicht so viel Auswahl haben, weil wir sind nicht am Meer, haben wir den Tilapia genommen. Der kommt auch ungefähr so dem, was war Red Snapper oder Red Tilapia in Thailand? Red Snapper. Der kommt dem ungefähr nah, so geschmacklich finde ich schon. Ich bin jetzt aber auch kein Fischfeinschmecker. Aber nehmen wir uns mal beide. Also uns schmeckt der super lecker. So, jetzt nehme ich mal ungefähr die Hälfte von den Blättern. Also da habe ich jetzt auch keine Mengenangaben. Dann nehmt ihr einfach so ein paar. Ich schneide die auch nicht klein, weil das nachher rauskriegen ist eine Riesensauerei. Ich knick die einfach nur so, dass die Aromen da ein bisschen rauskommen. Oder knick hier, ja, mach da so ein bisschen durcheinander. Und hau das einfach in den Fisch. Aus den Blättern wird auch noch so ein Öl rauskommen. Das wird nachher das Fleisch, den Fisch, ich weiß gar nicht, ob man das beim Fisch Fleisch nennt, wird das verfärben. Aber das ist nicht schlimm, das ist halt nur das Öl. So, hier auch das Gleiche. Auch da jetzt gar nichts wirklich machen, dadurch, dass das halt in das Klapprost kommt. Selbst wenn ihr das so auf den Grill tut, passiert da auch nichts. Jetzt mache ich das Rost fertig. Denn wir tun den Fisch jetzt in die Kruste, Marinade. Also da braucht gar nicht so viel dran sein. Das wird nachher fast wie Beton. Ich glaube, ich habe es auch anfangs mal mit dem Mehl übertrieben. Da war das echt knochenhart. Deswegen ein bisschen weniger und das reicht trotzdem. So. Der kommt jetzt hier hin. Ist eigentlich gut, dass die Schwanzflosse ab ist, denn sonst wird das so schlecht passen. Was ich auch nur gesehen habe, ich kenne mich ja mit Fischen nicht aus, aber der hat hier schon
wie so Stachel. Da muss man auch aufpassen, auch beim Einreiben. Und hier, genau hier war das nämlich auch. Weil die sind echt mega scharf, die Dinger. Aber am besten nicht so gehen, wie ich das gerade gemacht habe, sondern wegen diesen Zacken. Ich meine, den Tilapia kriegt man aber auch in Deutschland, glaube ich, ne? Ja, Kameramann nickt. Machen wir den mal entgegengesetzt. Ich wasche mir einmal kurz die Hände und dann tun wir den auf den Grill. Auch wieder eine coole Sache. Irgendwie der Grill ist echt mega. Der hat verschiedene Funktionen, unter anderem auch hier diesen Ring. Den habe ich jetzt so, gerade wenn man Feuer macht, ist das gut, den umzulassen. Aber dadurch, dass der Aufsatz für den Motor oder für hier die Halterung so hoch ist, ist er dann zu weit weg von der Kohle. Wir mussten nämlich sogar Kohle benutzen, weil es so viel geregnet hat hier, dass alles Holz komplett nass ist. Ja, hier ist gut. Und was auch noch gut ist, man kann die Höhe nämlich auch variieren. So. Das ist alles unbezahlte Werbung, weil ihr seid eh nicht hier und ich kriege eh nichts dafür. Und jetzt nur den Fisch da drauf tun. Genau, dadurch, dass ich den mittig mache, jetzt weiß ich wieder, was das Problem war. Zeig ich mal. Hier die Streben, die sind für dieses Ding im Weg quasi. Aber wenn ich jetzt die Glut alles zur Seite packe, dann hat der teilweise wieder nicht genug Hitze und deswegen mache ich das einfach hier ohne Motor. Aber ich wollte euch das einmal zeigen. Okay. So könnt ihr nämlich hier cool die Geschwindigkeit auch variieren. Langsamer, ganz langsam, ganz schnell. Ich fahre ihn einmal zurück. Also ich bin begeistert von dem Teil. Tolles Weihnachtsgeschenk. Ach ja, danke auch Dennis und Sandra, die das da eigentlich quasi ermöglicht haben. So, den lassen wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde drauf. Also das ist ja auch je nachdem, wie dick euer Fisch ist, wie groß ist, wie viel Hitze da ist. Aber immer wieder mal gucken, wie gesagt, auch wenn das auf dem Rost macht. Nur die ersten paar Minuten würde ich den nicht drehen, dass das halt erstmal die Kruste hart wird. Und dann halt, ja, müsst ihr ein bisschen abschätzen. Aber ihr seht ja gleich, wie der dann aussehen muss. Und halt nicht zu viel Hitze, weil sonst ist die Kruste zwar braun, aber der Fisch ist nicht gar. Also 20 bis 30 Minuten pro Seite ungefähr. Länger braucht er gar nicht. Und wir sehen uns gleich. Ich quatsch wieder zu viel. Der Fisch ist jetzt ungefähr 20 Minuten drauf. Jetzt zeige ich euch ja mal, wie der jetzt schon von der Seite aussieht. Sehr gut, aber ich lasse ihn trotzdem noch mal ein paar Minuten drauf. Und hier braucht er noch ein bisschen mehr Hitze, weil da heller ist. Also verschiebe ich die Kohle mal eben. So sieht der Fisch jetzt nach einer halben Stunde aus. Unser Fisch ist fertig. Der war jetzt also gute Stunde drauf insgesamt. Ja, dadurch, dass sie recht dick sind, machen wir mal. Da war ein Moskito. Halbe Stunde je Seite. So, jetzt seht ihr gleich, weshalb ich das Klapprost nehme. Denn der Salzteig klebt nämlich. Moment. Ich brauche nur noch einen Handschuh. Das hat, was ich meinte, es wird wie Beton. Oh. Ja.
richtig rausgefriemelt. Jetzt holen wir nämlich die Zitronenblätter raus. Und dadurch, dass da halt dieses Öl rauskommt, wie gesagt, ist es halt eine minimale Schweinerei, wenn ihr das klein schneidet. Aber das sieht jetzt vielleicht nicht so ganz gar aus, weil das ist definitiv gar. Das sind halt hier die Ölrückstände von den Zitronenblättern. Und da müsst ihr eigentlich hier, ich mache das jetzt mal so, die Gräten entfernen. So, und das, ich esse jetzt einfach mal mit Finger. Richtig lecker. So, und ihr könnt das halt eigentlich jetzt so aus der, von der Haut quasi abessen. So, auf Gräten muss man natürlich beim Fisch immer aufpassen, wenn man jetzt keine Filets kauft. Aber so ist das super lecker. Also, ich habe ja schon ein paar Sachen auch versucht aus Thailand nachzumachen. Aber das war echt das Beste, was wir da hatten, ehrlich. Und deswegen, weil ich das nicht missen wollte, weil es so lecker war, habe ich es halt versucht und es hat hingehauen. Also mega lecker. Ihr braucht dafür nämlich nicht nach Thailand, ihr könnt das auch in Deutschland machen. Wie gesagt, ich glaube, der Tilapia gibt es auch. Ja, und sonst, ich weiß nicht, was ich hier wieder erzählen soll. Ich habe Hunger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.